So, also ich war gerade einkaufen und habe in der Kredenz, in meinem super lieben kleinen Laden, wo man alles ohne Plastik bekommt, ganz viel Karotten gekauft, Stangensellerie, rote Rüben, Gurken. Ich kaufe fast täglich so viel ein, das ist nur ein Teil. Dann habe ich dann noch Erdbeeren und Himbeeren, weil ich jetzt mich total gesund ernähre aufgrund meiner Krebserkrankung. Es gibt ja alle möglichen Theorien. Die einen sagen, man soll nur Rohkost essen, die anderen sagen nur ayurvedisch, dann sagen wir die Dritten wieder nur Saft trinken, die anderen sagen wieder auf keinen Fall ein Obst, das ist zu viel Zucker bei Krebs, bla bla bla. Also du bist irgendwann einmal, ist man so, oh Scheiße, was ist jetzt richtig? Ja, weil die einen beschreiben das wirklich so, das ist das Ultimative und da sind so viele Leute geheilt worden. Und dann die anderen wie das ganze Gegenteil wieder mit irgendeiner anderen Methode. Und ich habe jetzt angefangen, oder ein bisschen mehr auf mich zu hören, auf meinen Körper zu hören und sagen, okay, was ist für mich richtig? Nur weil es für den richtig war oder den geheilt hat, ist es vielleicht für mich was anderes. Und habe für mich jetzt entdeckt, Säfte zu trinken. Das habe ich natürlich auch, also da gibt es, ich hole das schnell, das ist gleich da. Da gibt es diese Gerstenmethode, das ist ein Arzt in den 30er Jahren gewesen, der hat damals schon krebskranke Menschen geheilt, nur mit Ernährung und nur mit Säften. Und die machen das halt ganz radikal, das nehme ich so ein bisschen als Anlehnung oder wie sagt man da, da schaue ich mir ein bisschen was ab, aber ich kreiere jetzt gerade mein eigenes. Und habe jetzt entdeckt, dass wenn ich in der Früh einen Selleriesaft trinke, einen Stangenselleriesaft trinke, dass mir das hilft bei meiner Verdauung. Weil Stangensellerie ist extrem gut für die Verdauung und zum Entgiften. Und durch meine ganzen tausenden Medikamente, die ich jetzt gekriegt habe, durch die Operation, die Morphium und Narkose und Schmerztabletten und ich weiß nicht was und Antibiotikum und 1000 Dinge, bin ich halt ziemlich vergiftet jetzt. Ja. Und dadurch, dass mein Darm ja auch genäht wurde und dann ein Stück rausgenommen worden ist der jetzt noch ziemlich beleidigt, könnte man sagen. Und da hilft mir der Selleriesaft extrem gut. Also Selleriesaft ist ein Traum. Da mache ich mir jeden Tag einen halben Liter Selleriesaft. So Saft pressen ist recht aufwendig. Also ich stehe für meinen täglichen Saft 1 Stunde in der Küche. Und weil es halt langsam geht. Ja. Die schnellen Juicer, gehen halt ruckzuck. Aber das sind nicht so ertragreich und gut. Das sind alles Slow-Juice-Maschinen, weil wenn du einen normalen Entsafter nimmst, da geht dann einfach zu viel, das entsaftet nicht richtig. Ja, was da wichtig ist bei den Entsaften oder was mir persönlich wichtig ist, aber was generell wichtig ist, dass die Produkte gute Produkte sind. Also dass das biologisch ist und nicht gespritzt ist und so wenig wie möglich Pestizide hat. Das ist natürlich Kostenfrage, das ist klar. Das heißt, Biogemüse kostet mehr Geld. Das kann sich nicht jeder leisten. Ich meine, man findet immer irgendeinen Weg. Zum Beispiel, wenn ich in Graz bin, früher bei meiner Mama, da gibt es Bäuerinnen, kleine Bäuerinnen, die haben nicht einmal das Biogütesiegel, weil das einfach zu teuer ist, aber die spritzen nichts, die machen das alles biologisch, ohne dass sie jetzt ein Zeichen haben oder was auch immer. Das sind normale kleine Bauern. Und da kostet es natürlich auch wieder viel weniger. Also es gibt immer irgendwelche Wege. Und dann gibt es Gemüse, man sagt Gemüse, was dünnhäutig ist, zum Beispiel, weiß nicht, so eine Erdbeere oder so, sollte halt vor allem aus biologischem Anbau sein. Schalen, die dicker sind, die man schälen kann, ja, Karotte oder so, kann man, wenn man wenig Geld hat, dann sollte man diese Sachen, die man schälen kann, halt nicht biologisch nehmen. Und das, was halt wirklich in die Frucht reingeht oder in das Gemüse geht, dass man da halt schaut, dass es nicht gespritzt ist. Und nach dem Selleriesaft mache ich mir dann immer noch einen roten Rübensaft. Und dann mache ich mir meistens noch so einen funky grünen Saft, da haue ich dann rein, alles grün, was ich finde. Kann man nachher rausgehen, dann kann ich aus dem Garten, hat mir jetzt meine Schwester gelernt, was ich aus der Wiese alles pflücken kann, was Heilkräuter sind. Dann habe ich heute in der Früh da gesammelt Brennnessel. Also man kriegt auch viel aus der Natur. Oder wenn man selber einen Garten hat, sollte man einfach anfangen, Gemüse anzubauen. Ja, so ist man unabhängig. Und bei meinem Gemüse, das ich im Garten habe, da weiß ich halt einfach, das ist nicht gespritzt. Das wird mit Liebe, kann das wachsen. Ich
gehe jeden Tag vorbei an meinem Gemüse und bin dankbar und sage, oh danke, dass ihr so schön wächst und freue mich. Also selber anbauen ist ein heißer Tipp oder auch so, es gibt so Gemeinschaftsäcker, die man sich mieten kann und das finde ich auch eine super Sache. So, das ist mein gutes Teil, mein Slow Juicer, der ist sehr praktisch und dort lade ich jetzt mal die erste Portion Sellerie rein. Das haut man dann einfach nur da rein, das ist urpraktisch. Schau, ist schon wieder leer und da füllen wir dann schon wieder voll. Zucker ist das Schlechteste bei Krebs, weil Krebszellen, sind Sie jetzt draufgekommen, wachsen und ernähren sich durch Zucker. Das heißt, wenn man dem Körper keinen Zucker mehr gibt, dann kann man auch die Krebszellen aushungern quasi, weil das ist ihre Ernährung. Und deshalb soll man schauen, dass man so wenig wie möglich Zucker zu sich nimmt. Eben auch jetzt nicht nur Kristallzucker oder Rübenzucker, sondern auch so Sachen wie Agavensirup ist auch süß oder auch Honig oder eben, weiß nicht, viel süßes Obst wie Weintrauben oder Zuckermelonen oder whatever. Zucker sollte man echt meiden. Und ich esse überhaupt keinen Zucker, gar nicht mehr. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, weil ich bin so ein Zucker-Junkie gewesen. Ich liebe Schokolade über alles. Und Zucker geht mir überhaupt nicht ab. Was ich esse anstatt von Zucker, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt Lust auf was Süßes, dann esse ich gern diese Kokosnussjoghurts. Da ist auch kein Zucker drinnen. Sind aber viele Joghurtkulturen drinnen, das ist auch sehr gut für die Verdauung. Und da ist echt sonst nichts drinnen, außer Kokosnussfleisch. Was ich auch gar nicht esse, ist alle weißen Mehlprodukte wie Brot, Pasta, Kuchen und solche Zeug. Ich meine, Kuchen sowieso nicht. Wegen dem Mehl, das ist ganz schlecht. Weißes Mehl ist auch überhaupt nicht gut oder Mehl überhaupt, Gluten überhaupt. Ja. Für alle Menschen, jetzt nicht nur für Krebskranke, weil das verpickt den Darm einfach wahnsinnig, diese Gluten. Also ich versuche mich wirklich glutenfrei zu ernähren. Esse so Quinoa und Hirse als Getreide und auch ab und zu ein Reis. Das ist eigentlich das Getreide, was ich esse, Buchweizen. Aber sonst esse ich kein Getreide. Ich esse keine Milchprodukte. Milchprodukte sind auch nicht gut für uns Menschen. Ich esse auch kaum Fleisch, kaum tierische Produkte eigentlich. Also manchmal, wenn ich Lust habe, esse ich ein Fleisch, dann esse ich es, aber das muss dann wirklich ein Fleisch sein, wo ich weiß, von wo es herkommt. Von der bäuerlichen Schlachtgemeinschaft zum Beispiel, da weiß ich, okay, das ist ein Fleisch, wo es den Tieren davor nicht schlecht ging, die auch nicht voll gespritzt sind mit Antibiotikum und Hormonen. Das ist nämlich das Schlimme am Fleisch. Am Fleischessen, also das Zweitschlimme, das Erstschlimme ist, dass man Tiere tötet. Aber was halt auch schlimm ist, dass dieses ganz normale Fleisch, was man halt so im Supermarkt kauft, ist so vollgepumpt mit Hormonen und Antibiotikum, damit die eben in widrigsten Bedingungen, in kleinen Stellen, damit die nicht krank werden die halt zugeknallt mit Medikamenten. Und das ist im Fleisch drinnen, was wir nachher essen. Und leider die Fische, die es bei uns gibt oder halt im Meer gibt, die sind ja auch schon so voll mit Quecksilber und sind vergiftet vom Ozean. Also halte ich da Abstand von tierischen Produkten. Es stört mich nicht, ab und zu esse ich so einen Bachsaibling oder irgendwas, einen heimischen Fisch, den man bei uns kriegt. Da habe ich noch das Gefühl, das ist irgendwie besser als ein Lachs aus, ich weiß nicht wo. Fisch, ja, was ich esse, weil Proteine sind wichtig und Eiweiß eben, ich esse viele Nüsse. Nüsse sind super. Dann esse ich viel Mungobohnen. Mungobohnen ist das Beste. Irrsinnig gesund. Oder Linsen oder eben Hülsenfrüchte, wenn ich schon kein Fleisch esse oder wenig Fleisch esse.
So, jetzt schütte ich dann den fertigen Selleriesaft. So viel ist es geworden. Das reicht für 2 Tage. Normalerweise sollten wir, wenn man richtig super toll ist, aber man muss nicht super toll sein. Das Ziel sollte nicht sein, dass man alles richtig macht. Das Ziel sollte immer sein bei sowas, bei einer Ernährungsumstellung, dass man dran bleibt. Und wenn das alles zu kompliziert wird, dann macht man es eine Woche und dann bleibt man immer dran. Normalerweise sollte man den Saft täglich pressen und immer frisch gepresst trinken. Es ist nur ein wahnsinniger Aufwand, wenn ich das täglich mache. Jetzt habe ich mir für mich so eine Routine, ich mache es jeden 2. Tag. So kann ich es auch durchziehen. Ja, aber wenn ich das jetzt dann nach einer Woche wieder aufhöre, das wäre schade. Grüner Saft ist das Beste, was man dem Körper tun kann. Also wirklich, das ist so gesund und man merkt es richtig, wenn man grünen Saft trinkt, dass sich die Zellen freuen. So, das ist jetzt leer. Da haue ich jetzt da die Karotten rein. Zuerst habe ich immer gedacht, weil ich eben ein anderes Buch gelesen habe, Karotten sind schlecht für Krebskranke, weil da ist zu viel Zucker drinnen. Und jetzt bin ich da aber auch so nach Bauchgefühl immer mehr draufgekommen, nein, so ein Karottenroter Rübersaft, das tut mir so gut. Ich trinke einen Schluck von dem Saft und denke mir, ist das herrlich. Also spüre ich richtig, dass mir das gut tut. Und deshalb denke ich mir, scheiß drauf, wenn da ein bisschen Zucker ist. Ja, und was auch wichtig ist, ist Schale behalten. Ja, wenn es biologisch ist, dann einfach wirklich die Schale behalten. Bei den Karotten, bei den roten Rüben, bei den Gurken. Ingwer. Muss man aufpassen mit dem Ingwer, weil da reicht ein kleines bisschen. Und der Ingwer ist ja ziemlich scharf. Was ich auch noch esse am Tag, ist ein Shake. Den mache ich mir nachher auch noch. Da zeige ich dir, da gebe ich lauter irre gute Sachen rein. Mit Proteinen, das ist ein Proteinpulver. Weil ich bin ja doch sehr abgemagert durch diese ganzen Strapazen. Und merke, dass ich jetzt meine Muskeln wieder aufbauen muss, meinen Körper wieder aufbauen muss und dafür braucht man halt Proteine. Und dadurch, dass ich das ja aus dem Fleisch oder aus den Milchprodukten oder so nicht konsumiere, füge ich mir das dann extra hinzu. Das ist mein Proteinpulver. Da sind ganz viele, es ist pflanzlich, ganz viele Mineralien drinnen, guten Löffel. Was ich da noch reingebe, Gerstengras-Saftpulver, auf das schwöre ich. Und das werde ich mir jetzt ab heute selber anpflanzen. Dann Brennnesselpulver, wenn ich nicht frische, normalerweise haue ich immer noch ein bisschen, mache ich das eigentlich, warum nicht? Echte Brennnesseln dazu. Bei Brennnesseln, wenn man Brennnesseln pflückt, ein Tipp, die brennen ja, kennt man ja aus Kindheit. Wenn man so vorsichtig hingeht zu den Brennnesseln und so, scheiße, hoffentlich stechen sie mich nicht, dann werden sie dich stechen und dann ist es viel unangenehmer. Wenn man selbstbewusst die unten einfach so abzwickt, ja, ich tue immer so, Brennnesseln gehen ja da unten noch weiter und ich zwicke sie, ich nehme sie nicht ganz von der Wurzel, damit sie noch weiter wachsen, zwicke sie so ab und ich werde nie gestochen. Gebe ich mir den restlichen Petersil von gestern da auch noch dazu. So. Dann habe ich noch Heritium, das ist ein Mushroom, ein Pilz. Der ist sehr, sehr zur Beruhigung, zur Entspannung, aber auch für den Magen-Darm-Trakt ist das ein sehr, sehr guter Pilz. Da haue ich mir auch ein bisschen was von dem rein. Und dann habe ich da noch Phytoplanktonpulver, gebe ich mir auch noch ein bisschen dazu. Und dann, was gebe ich da noch rein? Jetzt habe ich was Neues. Wo ist denn das? Und zwar, das ist wilde Heidelbeerpulver. Heidelbeer ist so die Beere bei Krebs oder bei Krankheiten generell, aber Heidelbeer ist irre gesund, aber nicht die Heidelbeeren, die man bei uns im Supermarkt kriegt. Diese Heidelbeeren, die man bei uns kriegt, habe ich jetzt nicht, die sind so innen weiß. Und die richtigen Heidelbeeren, die es früher als Kind noch im Wald gegeben hat, ja, diese richtigen blauen Beeren, ja, die innen auch so blau sind, das sind die ganz, ganz gesunden. Und das ist ein Produkt, ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Produkt. Und dann gebe ich mir noch zwecks, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie so guter Laune ein bisschen Rohkakaopulver rein. Das schmeckt dann irgendwie gut. Das schmeckt dann so
Ja. Und das Kakao ist ja auch sehr, sehr gesund. So, dann gebe ich Wasser dazu. Ja, und diese ganzen Sachen, ich werde nicht dafür bezahlt oder irgendwas, aber ich liebe dieses Geschäft und kann das jedem nur ans Herz legen. Ist von Dancing Shiva in der Neubaugasse in Wien. Die haben so großartige Sachen, so großartige Produkte und vor allem, sie machen das so, mit so viel Herz und mit so viel Liebe und die kennen sich so großartig aus. Das heißt, die beraten einen und haben all diese wunderbaren Kräuter und Pilze und ja, Nahrungsergänzungsmittel, whatever. Jetzt ist der Smoothie fertig. Mal schauen, mal schauen. Sehr gut. Der schmeckt richtig gut. Der schmeckt nämlich, ich lasse kosten, mir schmeckt er, ja. Aber der schmeckt nicht so gesund. Für das, was da eigentlich alles Gesundes drin ist, den würden meiner Meinung nach sogar Kinder trinken. Also ich hätte ihn jetzt noch ein bisschen mehr mixen können. Er schmeckt süß nämlich. Schmeckt nämlich süß. Ja. So, und dann noch was ich mache mit dem. Das ist das, was überbleibt von den Säften. Also bleibt echt wenig über. Für über einen Liter Selleriesaft ist das alles nur vom Sellerie übergeblieben. Das von den Karotten. Das hebe ich auf und mache mir damit Rohkostcracker. Das heißt, mit dem gebe ich mir das dadurch Untermengen noch Leinsamen oder Kürbiskerne geschrotet oder halt so geschnitten. Gewürze, was gebe ich da noch rein? Keine Ahnung, muss ich freestylen. Ich weiß es nicht, was ich rein tue. Mache ich so wie einen Teig und den tue ich nachher, ich habe so einen Dörrautomat, der nicht mehr als 42 Grad erhitzt, das ist alles in Rohkostqualität. Der braucht so ungefähr 12 Stunden über Nacht. Dann dreht man es meistens nochmal um und dann wird die Flüssigkeit rausgebracht aus diesem Teig und da werden so Cracker. Da werden richtig gute Cracker. Und das ist gesund, da kann man verwenden kannst Aufstriche drauf tun oder Butter oder was auch immer. Und somit haue ich eigentlich von dem Saft überhaupt nichts weg und das finde ich ziemlich geil. Ja, und was ich dann auch noch zu mir nehme, ist Reishi. Reishi ist ich weiß gar nicht, sagt man da Reishi oder Reishi? Wurscht, das ist japanisch, das ist ein Pilz. Und der schmeckt ziemlich bitter und das ist jetzt nicht das Angenehmste zum Trinken. Das löse ich mir in Wasser und mit Vitamin C auf. Der hat auch Krebs, Tumorvernichtende Wirkungen. Also das nehme ich auch noch zusätzlich zu meinen Nahrungsergänzungsmitteln. Reishi. Jetzt gehen wir raus. Und schauen wir, was wir an Wildkräutern finden. Dieser blöde Spruch, man isst, was man isst, ist wirklich wahr. Sogar meine Hasen kriegen biologisches, gutes, gesundes Gemüse. Deshalb sind sie auch so happy und so gut benannt. Ach schau, ja, ich habe schon angepflanzt. Kannst mitkommen? Ich habe Kohlrabi-Pflanzen, ich habe rote Rüben, Fenkel. Was habe ich noch? Dann habe ich da ganz viele verschiedene Salate. Hasis! Ja, seid ihr eh schon draußen? Habt ihr heute schon was gekriegt oder was? Wer hat denn euch was gegeben? Das gibt's ja gar nicht. Naja, dann kriegt's halt noch was. Ist eh nicht viel. Ist eh nicht viel. Ja, Susi, mein Schatz. Hallo. Du Verfressene.
Also, da hier haben wir mal im Garten Schafgarbe. Das schaut so aus. Was haben wir noch? Ah ja, das kann man auch essen. Warte mal, wie heißt denn das jetzt schnell? Da muss ich nachher im App nachschauen. Diese kann man auch essen. Die heißen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich lerne erst gerade in der Wildkräuterpflanzenkunde mich auszukennen. Ja, Löwenzahn kann man auch natürlich essen, ist auch sehr gesund. Ist mir aber im Moment ein bisschen zu bitter. So, dazwischen sind die Hasenbömmerl. Meine Schwester sagt, das ist grauslich, aber ich finde das irgendwie nicht grauslich. Die Hasen essen ja auch nur Gras. Also ich meine, die kriegen nur gute Sachen. Also finde ich jetzt eigentlich nicht so grauslich. Ich nehme nicht das, was sie drauf gemacht haben, natürlich. Und dann gibt es da hinten noch Vogelmiere, heißt das. Ja, das kann man auch alles nehmen. Das ist auch alles sehr gut, sehr gesund und wächst im Garten und kostet nichts. Also das kann ich eigentlich all jedem nur empfehlen. Raus in die Natur gehen, sich ein Kräuterbuch checken oder googeln, welche Kräuter man essen kann und dann einfach selber Wildkräuter pflücken. Das ist einfach, da kann man sich Salate draus machen, Frühlingskräutersuppe, Smoothies, pressen, was auch immer. Jetzt mache ich mir da nur so einen kleinen Shot aus diesen Kräutern. Hoppala. Hier noch ein bisschen Spinat dazu. Ihr magst auch ein bisschen Saft? Nein, gell, das schmeckt dir nicht. Das ist der super gesunde Saft. Schmeckt richtig gut. Leicht scharf, schon scharf, aber durch den Apfel. Sehr gut. Und das ist alles eigentlich nur aus dem Garten, bis auf den Apfel. Ich habe alles, was ich irgendwie brauche, decke ich ab mit dem Ganzen. Und ich werde jetzt regelmäßig mein Blut auch kontrollieren lassen und testen. Und da wird man dann sehen, wie die Werte sind. Aber bis jetzt sind meine Werte alle eigentlich, bis auf die Werte halt wie so Tumormarker oder was auch immer, sonst die restlichen Werte sind eigentlich sehr gut. Und das ist sicher auch wegen, ich denke mal so, ich werde es so machen, dass ich eine Zeit lang immer wieder so Safttage einlegen werde, wo ich mich wirklich, das ist nämlich auch sehr gesund, wo man quasi fastet, ja, wo man 5 Tage oder 10 Tage, je nachdem, wie man sich fühlt, nur Saft trinkt, ja, oder nur Wasserfasten oder in dem Fall Saft trinken. Ja. Wasserfasten mache ich jetzt deshalb nicht, weil ich ja schon ein bisschen abgenommen habe und möchte wieder ein bisschen Gewicht zunehmen oder halt einfach wieder mehr Substanz haben und deshalb esse ich jetzt noch ein bisschen normales Essen auch, gut gesundes halt, gekochtes, frisch gekochtes. Und ja, mal schauen, wo mich der Weg hinführt. Ich teste jetzt einfach. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Ja? Da bin ich jetzt so draufgekommen in meiner Reise. Man muss es alles ausprobieren. Es gibt den Ratschlaggeber oder das Buch, wo die ultimative Methode drinnen ist. Es gibt alle Methoden. Es gibt 1000 Dinge, die helfen. Ja? Und wir sind alle einzigartig und wir sind alle anders. Und deshalb kann man nicht sagen, diese Methode oder nur Saft trinken ist das Beste oder nur was auch immer ist das Beste. Also ich habe jetzt für mich beschlossen, dass ich jetzt mir überall das rauspick und einfach ausprobiere und schaue, wie fühlt es sich an, fühlt es sich gut an meinem Körper, habe ich genug Energie, ist meine Verdauung gut, kann ich gut schlafen und werde so jetzt meinen eigenen Weg finden.
das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Und es geht nur, wenn man in sein Herz geht und in seinen Körper geht und spürt. Das ist das, wo ich mich am meisten und am längsten gewunden habe irgendwie und wo ich immer im Außen war und im Außen 1000 Bücher gelesen habe und das und der Arzt und der und der und der und der. Und dann irgendwann ist mir das zu viel geworden und irgendwann habe ich gesagt, fuck, scheiße, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ich gehe jetzt nach innen und spüre und schaue, was ich brauche. Oder auch mal einfach den Körper fragen, hey Körper, tut dir das gut? Ja, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich, was auch immer, zum Beispiel Sauna. Ja, die Ärztin hat eigentlich gesagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall in die Sauna. Ja, das ist zu anstrengend für den Körper und Infrarot auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird mir gut tun. Ja? Ich liebe Sauna und zu entgiften und das kann ja nur gut sein. Und dann bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil ich möchte auch nichts falsch machen, ich möchte jetzt auch meinem Körper nicht schaden und dann frage ich halt meinen Körper und sage, hey du lieber Körper, meinst du Sauna geht? Ist das okay für dich? Ja? Und dann sagt er, ja, sicher, ist gut. Oder sagt er, eher nicht. Ja? Und da will ich jetzt hin und da gebe ich jetzt alles gerade, dass ich das mehr entwickle und mehr lerne, weil ich auch so im Außen war und erst jetzt wirklich, wo es mir jetzt so schlecht geht und ich weiß einfach, hey Lisa, du musst jetzt in die Gänge kommen. Also es ist jetzt aus mit Verantwortung abgeben und irgendwelche Wege von anderen Menschen zu folgen. Folge dir, folge deinen Weg, mach deinen eigenen Pfad, ja? Finde deinen Weg und das geht nur durchs Spüren und das lerne ich gerade, das ist auch für mich neu. Also es ist auch für mich neu, dass ich, weil ich ja zu meinem Körper früher keine gute Beziehung hatte und meinen Körper gehasst habe immer. Ich habe ihn wirklich gehasst. Und natürlich hast du, wenn man keine gute Beziehung hat, wie soll man denn dann auf seinen Körper hören? Ja? Man will den Körper immer kontrollieren. Also ich wollte meinen Körper immer kontrollieren. Ich kann das nicht loslassen. Ich darf nicht spüren, was ich will, weil dann will ich vielleicht zu viel Süßes oder dann will ich ich weiß nicht was, dann braucht mein Körper vielleicht zu sehr das. Und das ist aber gegen meine Ideologie, dass man eigentlich was auch immer, keine Gluten essen soll oder kein Zucker essen soll und so. Und ich habe mich das nie getraut, einfach mal wirklich meinen Körper zu hören. Ja. Und jetzt fange ich das halt erst an und werde mich da sicher noch weiterentwickeln. Und das ist gar nicht einfach, merke ich, weil es hat auch was mit Mut zu tun. Also ich brauche da auch viel Mut, loszulassen, Kontrolle abzugeben. Und weg von diesen Konzepten, die man im Kopf hat. Ja, so, ich muss das machen und dann werde ich wieder heil. Oder nur wenn ich das mache, werde ich wieder heil. Und mal schauen, wo mich die Reise hinführt.